Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Im heutigen Video möchte ich eine Zuschauerfrage aufarbeiten, und zwar habt ihr mir unter die letzten Videos geschrieben, dass ich einfach mal meine Top 10 der Favorite Plugins, die ich zurzeit so benutze, vorstellen soll und euch vielleicht einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben soll, wie ich das Ganze in meinen Mix einsetze. Und da dachte ich mir, den Easy Content nehme ich mit. Das ist ein relativ schnell gemachtes Video. Ich habe für euch eine Session vorbereitet, da steigen wir jetzt ein. Let's go! Vorweg vielleicht noch ein kleiner Disclaimer, also die Liste ist jetzt in keinerlei Reihenfolge gestellt, also das erste ist jetzt nicht mein Lieblingsplugin und das 10. das, was ich am wenigsten benutze. Das sind wirklich alles Plugins, die bei mir tagtäglich im Einsatz sind, auf die ich mehr oder weniger mittlerweile angewiesen bin, weil ich einfach den Sound von den Plugins so gewöhnt bin und eigentlich genau weiß, was ich mit den Dingern umsetzen möchte. Deswegen, also alle von diesen 10 Plugins würde ich ungern wieder hergeben, und wir starten mit dem ersten, mit dem God Particle. Ich denke, das habe ich schon in den letzten Videos oft genug erwähnt. Das Ganze liegt bei mir einfach, während ich mixe, auf dem Mixbus drauf und ist so ein Overall-Tool, den Sound etwas aufzuwerten. Also ist Saturation drin, Kompression drin. Wir haben einen verbauten Limiter und einen Push-Pull-EQ, den wir nutzen können. Zurzeit ist es bei mir so, ich packe das auf meinen Mixbus drauf, schalte diesen Limiter hier prinzipiell erstmal oft. Irgendwie mag ich den Limiter zurzeit nicht so. Das Ganze ist adaptiv, dieser Limiter. Ich nutze dann lieber noch den Ozone Maximizer oder einen anderen Limiter meiner Wahl. Aber eigentlich mixe ich immer in das God Particle rein, ohne den Limiter aktiv zu nutzen. Das Einzige, was ich noch mache, ich stelle den Output dann meistens auf -1, sodass ich nicht irgendwie in die digitale Übersteuerung reinlaufe, und dann berühre ich das Ding auch nicht mehr. Also der Regler in der Mitte bleibt bei mir kontinuierlich auf 100% und die EQ-Sektion mit Push-Pull nutze ich auch eher weniger. Wenn ich ein bisschen mehr Frequenzen boosten möchte, dann nutze ich da vorne ein EQ-Plugin und mache das nicht über das God Particle. Das zweite Plugin, das ich tagtäglich benutze und auch pro Session mindestens 1 bis 2 Mal, ist Soothe 2. In der Regel mit meinem Voice of God Preset von Jason Joshua, das habe ich euch auch schon oft genug erklärt. Soothe 2 soll einfach noch die vorhandenen Störresonanzen in den hohen Frequenzbereich bei meinen Vocals ein bisschen unter Kontrolle bringen. Kommt bei mir auch relativ spät in der Vocal Chain zum Einsatz, um das wirklich nochmal schön abzurunden, mein Stimmensignal. Ihr kennt's, ich nutze das in der Regel nicht bei 100% Mix, sondern auf 50%, dass das maximale Absenken der Frequenzen 6 dB beträgt, aber das ist auch wieder von Session zu Session unterschiedlich, und gerade wenn ich fremde Künstler mische, die jetzt in nicht so einer optimalen Umgebung aufgenommen habe, dann gehe ich doch eher schon Richtung 100%, um die Frequenzen wirklich gut unter Kontrolle bringen zu können. Was Soothe 2 auch unfassbar gut macht, ist De-Essen. Also ganz häufig nutze ich auch einfach Soothe 2 als ersten De-Esser und probiere die S-Laute gut unter Kontrolle zu kriegen. Oder was mir in letzter Zeit auch richtig gut fällt, ist das Sidechain von Kick und Bass. Dafür eignet sich Soothe 2 wirklich auch relativ gut. Da könnt ihr hier diese Sidechain-Funktion aktivieren über diesen Power-Button. In Studio One wählt ihr hier oben dann noch das Signal aus, also das Trigger-Signal, was Soothe 2 sozusagen zu erkennen gibt, wann die Sidechain-Funktion genutzt werden soll. Und das macht Soothe 2 wirklich auch wunderbar. Deswegen kommt es bei mir mindestens 2 Mal zum Einsatz, manchmal sogar auf den Vocalbus 2 Mal, wie gerade gesagt. Und das Plugin ist für mich ein absoluter Gamechanger gewesen, dass ich nicht mehr das Rausfiltern der Resonanzfrequenzen händisch machen muss, weil das dann doch irgendwo ein relativ großer Aufwand ist und du diese dynamischen EQ-Bänder einfach nicht so präzise umsetzen kannst, wie Soothe das kann. Deswegen, also das ist ein absoluter Win, dieses Plugin. Plugin Nummer 3 kennt ihr auch schon aus dem Video zu meiner Pro Vocal Chain, und viele der Plugins findet ihr auch in dem Video, deswegen würde ich euch das einfach mal hier irgendwo im Rahmen des Bildschirms verlinken, dass ihr das nochmal abchecken könnt, falls ihr noch nicht reingeschaut habt. Und zwar handelt es sich um den L-Ray 2 Kompressor von Acoustica Audio, und ich habe den Sound des Kompressors einfach lieben gelernt. Mittlerweile ist es so, dass wenn der Kompressor in meiner Vocal Chain fehlt, dann fehlt auch ein ganz bestimmter Klangcharakter, den dieser Kompressor mit sich bringt, und der arbeitet einfach unfassbar smooth und hat alles, was ich mir von meinem ersten Kompressor wünsche. Deswegen ist er auch in meiner Top 10 der Favorite Plugins dabei.
Das Ding ist nicht ganz billig und jeder, der jetzt nicht so einen besonderen Wert darauf legt, einen klangfärbenden Kompressor zu nutzen in seiner Vocal Chain, kann eigentlich auch jeden anderen beliebigen Kompressor verwenden. Ich nutze den wirklich hauptsächlich wegen den Sound und den Zweck erfüllt er auf jeden Fall vollkommen für mich. Deswegen ist er auf jeden Fall in meiner Top 10 drin. Plugin Nummer 4 ist der MC-DSP Multiband Kompressor, den ich zurzeit eigentlich hauptsächlich in einem Standard-Setting nutze, das ihr gerne mal in meinem Video zur Pro Vocal Chain abchecken könnt. Und dieser Kompressor ist für mich eigentlich nur noch ein Indikator, ob meine Gain-Struktur der Vocals passt. Wenn ich quasi mein Standard-Preset hier reinlade und der Kompressor im ersten, zweiten und dritten Frequenzbereich eine Kompression zwischen 3 und 6 dB erreicht, kann ich mir relativ sicher sein, dass ich meine Vocals gut gelevelt habe und lautstärketechnisch in dem Bereich liege, wo ich ganz gerne arbeite. Sollte das nicht der Fall sein, justiere ich dann dementsprechend meinen Input nach, um die Lautstärke wieder aufzuholen. Das bedeutet, die Funktionalität des Kompressors gefällt mir natürlich auch unfassbar gut, weil der sehr, sehr sauber und clean arbeitet. Aber für mich dient er mehr den analytischen Zwecken, um zu sehen, dass ich mit meinem Mix auf jeden Fall in die richtige Richtung gehe. Plugin Nummer 5 ist Ozone 11 und hier habe ich mich dazu entschieden, einfach gleich die ganze Suite mit in mein Ranking reinzunehmen, da ihr ja mit dem Kauf von Ozone alle Module auch einzeln verwenden könnt und ich mir jetzt aber nicht entscheiden konnte, welches der Module ich noch in die Top 10 reinnehme, deswegen jetzt einfach den Oberbegriff mit Ozone 11. Ich stelle euch jetzt aber einfach mal die Module vor, die ich am häufigsten benutze und sage euch ganz kurz, für was ich die so in der Regel verwende. Wir beginnen mit dem Clarity-Modul, das jetzt in der 11er Variante neu reingekommen ist, das primär bei mir im Mastering zur Anwendung kommt. Hier sorge ich einfach dafür, dass die Tiefen und Höhen ausgewogener klingen und sich besser im gesamten Frequenzbereich eingliedern können sozusagen. Ich nutze das Ganze aber auch unfassbar gern auf meiner Vocal und gucke einfach mal, was das Clarity-Modul rausziehen bzw. ergänzen würde, um die Vocal ausgeglichener zu gestalten. Und ich muss sagen, in dem einen oder anderen Fall habe ich damit richtig geile Ergebnisse erzielen können und konnte mir den ein oder anderen dynamischen Equalizer sparen. Das zweite Modul ist das Exciter-Modul und hier werde ich jetzt nicht viel dazu sagen, ihr kennt es aus meinen vorherigen Videos. Das Exciter-Modul habe ich immer auf meinen Vocals drauf, ab 10 oder 11 Kilohertz und erzeuge einfach im Tape-Typ Obertöne, dass ich künstliche Höhen generiere, die die Stimme einfach noch ein bisschen cleaner, so crispy clean klingen lassen. Und natürlich nutze ich das Exciter-Modul auch manchmal im Mastering, um noch Saturation auf meinen Sound drauf zu packen. Danach haben wir das Stabilizer-Modul, das ich wirklich eigentlich ausschließlich nur im Mastering nutze und hier auch wenig die Shape-Funktion, sondern mehr die Cut-Funktion, dass ich quasi die Frequenzen, die noch ein bisschen zu dominant sind, mehr in den Mix integrieren und der gesamte Sound einfach ausgewogener klingt. Ich vergleiche das Stabilizer-Modul immer ganz gerne mit Gullforce und gucke dann, was von beiden mir besser gefällt. Und es ist aber 50-50, ob ich jetzt Gullforce oder den Stabilizer benutze. Nach dem Stabilizer haben wir noch das Low-End-Focus-Modul, das ich ausschließlich im Mastering benutze, um die tiefen Frequenzen noch aufzuwerten. Und da wir die tiefen Frequenzen in der Regel ja ausschließlich zentriert in der Mitte haben wollen, empfehle ich euch auf jeden Fall auch hier die Einschränkung auf Mid-Side zu stellen. Dann könnt ihr einfach noch präzisere Mixing-Entscheidungen mit diesem Plugin treffen. Zu guter Letzt haben wir dann noch den Maximizer, der zurzeit mein absoluter Lieblingslimiter ist. Also das Tool ist einfach schon fast eine gesamte Mastering-Suite an und für sich. Wir haben in der 11er Variante jetzt auch noch einen Upward-Kompressor drin, der einen richtig guten Klang hat, einen Soft-Clipper. Wir haben unfassbar viele Einstellmöglichkeiten, diesen Maximizer unterschiedlich arbeiten zu lassen bzw. auf das Material reagieren zu lassen. In der Regel benutze ich hier das Modern oder Transient Setting. Beides hat einen super geilen Klang und dieser Maximizer arbeitet super präzise. Und falls ihr noch einen Maximizer sucht, weil ihr bis jetzt keinen finden konntet, dann checkt auf jeden Fall den Ozone Maximizer ab. Plugin Nummer 6 ist von Plugin Alliance die Blackbox, die ich unfassbar gerne nutze
um Obertöne und Saturation auf meinem Drumbus zu erzeugen, dass der einfach noch voluminöser klingt. Und wie ich das mache, zeige ich euch mal in dem kommenden Video nächste Woche. Das Ganze habe ich nämlich auch schon vorbereitet und da möchte ich euch so ein bisschen mehr zeigen, welches Setting ich verwende und wie das Ganze dann klingt mit Vorher- und Nachher-Vergleich. Das hätte jetzt den Rahmen dieses Videos gesprengt, aber auf jeden Fall auch auf jeden meiner Mixe mit drauf und auch in meinem persönlichen Mixing-Template mit integriert. Plugin Nummer 7 ist der Shadow Hills Mastering Kompressor und auch diesen finden wir auf meinem Drumbus. Und das Ganze schon ähnlich wie beim Multiband-Kompressor von MC DSP auf meinen Vocals, dient der Shadow Hills Mastering Kompressor hier eine Orientierung. Wenn ich sehe, dass der ungefähr 1 dB komprimiert, dann weiß ich, dass die Drums bei mir auf jeden Fall auch genau an der Stelle sitzen, lautstärke technisch, wo sie hin sollen. Das ist auch eine Technik, die ich von Jason Joshua gelernt habe und auch das Setting zum Mastering-Kompressor kommt nächste Woche, also bleibt auf jeden Fall dran und folgt meinem YouTube-Kanal, dass ihr das nicht verpasst. Das Ganze habe ich nämlich auch schon für euch aufgenommen und vorbereitet und ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Video, weil die Informationen, die ich von Jason Joshua gelernt habe, mich unfassbar weitergebracht haben in meinem Mixing-Prozess. Plugin Nummer 8 ist der Raum von Native Instruments, den wir auch in jedem meiner Mixe finden. Das Plugin ist jetzt relativ unspektakulär und hat es in die Liste geschafft, weil ich mit diesem Plugin einfach innerhalb von wenigen Sekunden den Raum kreieren kann, den ich suche. Ich spiele ja eigentlich nur mit der Decay Time rum, mache dann einen High-Cut in der Regel so bei 6 kHz, reduziere die tiefen Frequenzen und irgendwie schaffe ich es dann mit diesem Plugin relativ zügig genau den Raum abzubilden, den ich gerade gesucht habe. Plugin Nummer 9 ist jetzt der Trackspacer und zudem habe ich ja eigentlich schon ein ganzes Video gemacht, deswegen werde ich jetzt hier auch nicht weiter drauf eingehen. Das Ganze dient einfach den Frequenzmasking, dass ich im Beat die Frequenzen, die sich mit der Stimme überschneiden, dynamisch rauscutten kann, um der Stimme den Platz zu verleihen, den sie braucht, um sich im Mix durchzusetzen. Wenn ihr hierzu noch Fragen habt oder euch das Ganze noch unklar ist, checkt einfach mal mein Video dazu ab. Das verlinke ich euch jetzt auch mal irgendwo, Beschreibung oder hier oder da. Ich weiß es noch nicht, mal gucken, wo es hinkommt. Aber dann guckt da gerne noch mal rein, wie ich den auch einstelle. Plugin Nummer 10 und damit das letzte Plugin, der krönende Abschluss der Liste, ist das letzte Plugin, das ich auch käuflich erworben habe. Und zwar Masterplan von Music Hack, auch ein Plugin, das ich euch jetzt erst vor kurzem vorgestellt habe auf meinem Channel und ich habe jetzt die letzten Tage dafür genutzt, alte Projekte mal wieder zu reaktivieren und die damalige Mastering Chain mit Masterplan zu ersetzen, um zu gucken, wie sich der Sound verändert oder ob mir der Sound von Masterplan besser gefällt als meine alte Mastering Chain. Und ich muss euch sagen, das Plugin ist total mind-blowing, wie ich mit wenig Klicks an ein Ergebnis komme, was mir schon wirklich so gut gefällt, dass ich eigentlich wenig nachjustieren muss mit anderen Plugins. Also Masterplan hat viel in meiner Mastering Chain ersetzt und deswegen auf jeden Fall komplett verdient den letzten Platz in meinem Top 10 Ranking hier ergattert. Ich wollte euch ja auch ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen und muss euch sagen, dass die einzige Funktion, die ich in Masterplan nicht nutze, die True Peak Funktion ist. Hierfür habe ich nach Masterplan immer noch mal meinen Maximizer von Ozone 11, der wirklich nur True Peak anhat, um keine digitale Übersteuerung zu erzeugen. Ansonsten auch die Lautstärke des Songs, wo ich hin möchte, erziele ich fast ausschließlich über diesen Laut-Button, weil ich den einfach unfassbar pushen kann, bevor ich Verzerrung oder Distortion dort raushöre. Also der Sound dieses Plugins, wie gesagt, ist für mich ein absoluter Gamechanger gewesen. Ganz klare Kaufempfehlung von meiner Seite hier. Und das sind eigentlich auch schon die Top 10 meiner Favorite bzw. meistgenutzten Plugins, die ihre Anwendung in jeder meiner Mixing bzw. Mastering Sessions finden. Schreibt mir doch gerne mal in die YouTube-Kommentare, welcher der Plugins ihr auch verwendet oder ob ihr noch einen Geheimtipp habt mit einem Plugin, das ich bis jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hatte, aber eigentlich unbedingt mit in die Top 10 der Plugins rein muss. Dann checke ich das auf jeden Fall mal gerne ab. Ansonsten bin ich richtig gespannt, was ihr nächste Woche zum Video sagt. Dort habe ich wirklich Top-Notch-Informationen für euch in Videoform aufbereitet und ich freue mich eigentlich schon richtig, euch das Video hochzuladen und bin auf eure Reaktionen gespannt. Ansonsten bleibt mir heute nicht mehr übrig, als euch einen wunderschönen Restsonntag zu wünschen.
morgen einen richtig guten Start. Wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer